riesige Herausforderung, aber eben auch eine große Chance für alle, die daran beteiligt sind, an dieser Stelle auch mitzuarbeiten. Sagt Professor Dr. Andreas Meyer-Falke, CIO von Nordrhein-Westfalen, im Gespräch mit Guido Hollasch, Magenta Account Director der Deutschen Telekom. Er meint damit die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, das eine Umsetzungsfrist bis Ende 2022 gesetzt hat. Wie sehr hat die Pandemie die digitale Verwaltung, die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes beeinflusst? Am 31.12. diesen Jahres ist die OZG-Umsetzungsfrist. Bis dahin müssen wir einen Online-Zugang für ungefähr 6.000 Verwaltungsleistungen von Bund, Ländern und Kommunen geschaffen haben. Das beschäftigt mich nicht jetzt erst bis 31.12. diesen Jahres. Das beschäftigt mich im Grunde genommen seit meinem Amtsantritt am 1. September vor 1,5 Jahren ungefähr. Ansonsten liegt das an uns. Es liegt daran, dass 6.000 Leistungen in einem Verwaltungssystem aus Bund, Ländern und Kommunen mit 11.000 Kommunen, 16 Bundesländern, in jedem Bundesland eine erhebliche Zahl an Ressorts, auf Bundesebene eine erhebliche Zahl an Ressorts, föderalen Regeln, Spielregeln, unter denen wir arbeiten, dass es relativ schwierig ist, dort 6.000 Leistungen so im Konsens zu digitalisieren, dass wir sagen können, es ist aus einem Guss. Technisch würde mir was einfallen, wie man es lösen kann. Ja. Politisch ist das schwierig, das an den vielen Stellen durchzusetzen. Und insofern dieses komplexe System so runterzubrechen, dass wir endlich mal Leistungen haben, wo der Bürger und die Bürgerin auch sagen kann, ey cool, das klappt ja wirklich bei denen, wie wenn ich woanders ein paar Socken oder ein Buch bestelle. Das ist der Unterschied. Und da hoffen wir jetzt eben sehr drauf, dass das, was wir uns verabredet haben, einer für alle Prinzip, Themenfeld, Federführungen, natürlich auch das viele Geld, das der Bund uns im Rahmen der Konjunkturprogramme zur Verfügung gestellt hat, dass es jetzt endlich innerhalb der nächsten Monate dazu kommt, dass die Bürgerinnen und Bürger auch merken, tatsächlich, da geht das voran. Da ist tatsächlich was, was ich nutzen kann für mein alltägliches Leben, was mir die Arbeit tatsächlich erleichtert. Welche Pläne haben Sie da für? Das Gesetz jetzt heißt Online-Zugangsgesetz, OZG. Kein Mensch macht sich Gedanken darüber, was ein Z eigentlich soll, aber Online-Zugang. Genauso. Also schicken Sie mir eine Mail und damit ist der Online-Zugang gewährleistet. Das ist nicht gemeint. Das ist völlig klar. Gemeint ist OZG 2.0 oder Sie haben gerade gesagt, Online-Abwicklungsgesetz wäre auch noch eine Variante. Das ist eigentlich gemeint. Ja, vorhin schon mal das Beispiel gehabt von dem amerikanischen Kaufhauskonzern, der alles digital abwickelt. Und das Gleiche ist das Ziel, dass das in der Verwaltung auch tatsächlich so funktioniert. Das heißt also, Sie schicken mir nicht nur ein wie auch immer geartetes Online-Formular und ich drucke das dann aus. Jetzt mache ich mal wirklich Worst Case. Ich drucke das dann aus, bearbeite das in alter Sitte, stempel das und knicke das und unterschreibe das und scanne das dann anschließend wieder ein und schicke es Ihnen wieder wohin auch immer nach Hause. Sondern dass tatsächlich dieser Vorgang anschließend, auch nachdem Sie sozusagen mich erreicht haben, dann auf meinem Rechner oder auf einem zentralen Rechner, wahrscheinlich viel eher noch, digital abgewickelt wird, bearbeitet wird, möglichst automatisiert bearbeitet wird und Sie im allerbest Case in einer Nanosekunde später eine Antwort kriegen. Das setzt voraus, dass sich eben die Fachverfahren, die wir heute zuhauf haben, in allen Verwaltungen, Bund, Ländern und Kommunen, dass die in den digitalen Workflow eingebunden werden und dass eben der Online-Zugang unmittelbar greift auf die Online-Abwicklung. Das wird die nächste große Stufe sein. Das ist auch angekommen. Das ist im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung auch an vielen Stellen spürbar, dass das auch dort angekommen ist und dass das tatsächlich gemacht wird. Ich danke Ihnen für diese inspirierenden Ideen zum Abschluss. Professor Meyer-Falke, vielen Dank fürs Gespräch. Bis bald. Danke.